Hallo Pieps, was geht ab? Ich bin's wieder, Inka, und heute wollte ich euch sehr, sehr gerne zeigen, wie ich diesen Look hier mache. Eigentlich schminke ich mich fast jeden Tag so, deswegen dachte ich, dass es für den Anfang das Leichteste ist, mir dabei zu folgen. Ich versuche auch viel zu erklären, also auch für Menschen, die sich nicht so mit Make-up auskennen, hoffe ich mal, wird dieses Tutorial etwas sein. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Hallo! So, als allererstes nehme ich für meinen Look meinen Lieblingsprimer, und zwar den Honey Dew Me Up von NYX. Ich mag den sehr, sehr gerne, weil der super sticky ist und perfekt für meine Haut ist, weil er meine Poren nicht verstopft. Und den trage ich jetzt erstmal richtig großzügig auf. Hier ist es wirklich wichtig, dass man den gut verteilt, weil sonst wird das Make-up nachher auch wirklich uneben. Als nächstes nehme ich meinen Beauty Blender. Naja, nicht wirklich Beauty Blender, ist von Real Techniques. Und meine absolute Lieblingsfoundation, und zwar die Lock It Foundation von Kat Von D. Das hier ist jetzt die Farbe L42. Ich nehme aber auch manchmal gerne L43 und L41 und mixe diese zusammen. Verteilt das wirklich großzügig. Bei dieser Foundation ist es sehr, sehr wichtig, dass man das alles ganz, ganz schnell verteilt, weil es sonst sehr schnell patchy wird. Nehmt euch dafür auch wirklich Zeit, weil nichts ist schlimmer, als wenn man die Grundlage falsch setzt. Als nächstes nehme ich meinen Kat Von D Lock It Concealer in der Farbe L1. Das ist nicht ganz der hellste, also von den Hautfarben ist es schon der hellste. Aber es gibt halt sonst auch noch einen, der komplett weiß ist. Mir ist es wichtig, dass ich das nicht zu nah an mein Auge bringe, weil ich da Falten habe, und wenn ich dieses Produkt in die Falten einarbeite, wird es immer noch schlimmer. Und deswegen trage ich das nicht direkt unter dem Auge auf, sondern ein bisschen darunter. Ich mache das auch noch auf mein Kinn und auf meine Stirn und auf den Nasenrücken, um diese Bereiche ein bisschen zu highlighten. Auch hier wieder schnell verblenden, weil sonst wird es schnell patchy und wir wollen es auch mit der Foundation gut verbinden. Als nächstes nehme ich meinen RCMA Translucent Powder, und das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, wenn es um Puder geht. Es ist super, super günstig. Ich habe diese Packung, die ihr gerade gesehen habt, wahrscheinlich schon seit 1,5 Jahren, und sie hält immer noch. Viele Leute baken immer richtig heftig damit. Ich mache das lieber nicht so stark, also ich trage es lieber mit meinem Beauty Blender schon deckend auf, aber halt nicht wirklich baking-mäßig, weil das bei mir einfach nicht so gut funktioniert. Als nächstes nehme ich meine Best Year Ever Palette von Too Faced. Da war eine kleine Probe von dem Chocolate Soleil Bronzer drin, und den trage ich mit meiner Spectrum Collections C01 auf meine langen Knochen auf und auch noch oben auf die Stirn. Ich mag diese großen Fan-Brushes sehr, sehr gerne fürs Contouring oder Bronzen oder wie auch immer man das nennen möchte, weil mir das, also ich finde einfach, dass man es besser auftragen kann, dass es genau dahin kommt, wo man es halt auch haben möchte. Und man kann damit auch definitiv leichter die ganze Sache intensivieren.
Ich mag den Chocolate Soleil sehr, sehr gerne, weil der halt nicht orange wird, sondern wirklich mal, ich weiß, auf der Kamera sieht das ein bisschen orange aus, aber er ist wirklich in Real Life nicht orange. Es gibt von dem Chocolate Soleil tatsächlich 3 verschiedene Farben. Es gibt Milk Chocolate und Dark Chocolate. Milk Chocolate soll für Menschen wie mich gemacht sein, die sehr hell sind, aber ich kann euch sagen, ich habe den ausprobiert und der ist absolut orange. Also ich würde auch jedem Menschen, der hell ist, empfehlen, den ganz normalen Chocolate Soleil zu nehmen. Der Dark Chocolate empfiehlt sich natürlich nicht bei heller Haut, weil er einfach viel, viel stärker pigmentiert ist. Also lasst euch nicht von Too Faced foolen. Kauft nicht den Milk Chocolate. Also wie gesagt, ich habe da auch im Store mit einer netten Too Faced Dame drüber geredet. Und die hat auch gesagt, dass sie nicht versteht, für wen genau dieses Produkt gemacht sein soll. Jetzt nehme ich meine Spectrum Collections A01 und nehme mir aus der gleichen Palette den Will You Marry Me Blush. Ich mag diesen sehr, sehr gerne. Der hat so einen leichten goldenen Unterton. Viele Leute sagen, der ist irgendwie silber oder grün, aber für mich ist das ein glasklares Rose Gold. Und den trage ich mit fast gar keinem Druck in Kreisbewegung auf meine Wangen auf. Es gibt Leute, die nicht so gerne diesen überzogenen Blush-Look mögen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr dürft natürlich auch gerne mit der Technik einfach weniger Produkt nehmen und auch das weniger groß auftragen. Ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Jetzt versuche ich hier nochmal die Kontur wieder so ein bisschen reinzubringen mit dem Schwamm, der noch so ein bisschen von dem RCMA-Puder drauf hat. Als nächstes nehme ich meinen Lieblingshighlighter und zwar den Too Faced Diamond Highlighter, den mir Tias geschenkt hat. Danke an dieser Stelle. Dafür nehme ich meine Fanbrush wieder von Spectrum und zwar ist das die A10 und trage viel Produkt großflächig auf. Auch hier wieder, ich weiß, es gibt Leute, die mögen das nicht oder die verstehen Highlighter an sich nicht, finden es sieht dämlich aus, als wenn man schwitzt. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde auch einfach, dass es das Gesicht schön in Form bringt. Jetzt nehme ich mit meiner alten MAC Brush ein bisschen von den Vivid Brights in Purple. Hier ist es wichtig, dass man nicht zu viel Druck anwendet, weil sonst nimmt die Bürste das so ganz komisch auf und wird klebrig und es ist auf jeden Fall einfach nicht empfehlenswert. Also versucht erstmal wenig Produkt anzuwenden. Ich suche hier gerade meine andere Bürste, mit der ich das besser machen kann. Die ist tatsächlich von Essence und versuche halt wirklich so präzise wie möglich zu sein. Viele Leute korrigieren den ganzen Kram ja auch immer mit Concealer. Ich halte das für unnötig. Man muss einfach nur eine ruhige Hand bewahren. Im Endeffekt kann ich diese Vivid Brights sehr, sehr als Augenbrauenpaste empfehlen. Ich weiß, Kat Von D hat jetzt auch in letzter Zeit diese ganz bunten Farben rausgebracht für die Augenbrauen, aber tatsächlich finde ich, dass die Vivid Brights von der Konsistenz und von der Anwendung sehr, sehr ähnlich zu der Anastasia Beverly Hills Brow Pomade sind. Und da ich die sehr gern mag, kann ich das hier nur sehr empfehlen. Jetzt nehme ich meine Lime Crime Venus XL Eyeshadow Palette und die benutze ich eigentlich täglich. Da nehme ich immer diese 3 verschiedenen Farbtöne raus. Man kann natürlich auch noch den Ton Blank Canvas als Grundierung nehmen. Und jetzt nehme ich meine B06 Brush wieder von Spectrum. Das sind übrigens die besten Brushes, die man bekommt.
und trage das Produkt ganz, ganz sanft auf. Auch hier finde ich das besser, wenn man erstmal wenig Produkt nimmt und wenig Druck anwendet, weil das Ganze dann einfach ein bisschen softer aussieht im Endeffekt. Verblendet das auch gut. Viele Leute nehmen dafür immer noch mal eine saubere Blending Brush. Ich muss zugeben, ich hatte in dem Moment keine mehr. Jetzt nehme ich den dunkleren Ton. Das ist mein absoluter Lieblingston von der Palette, weil er wirklich super, super pigmentiert ist. Also grundsätzlich, wenn ihr euch eine gute Eyeshadow-Palette kaufen möchtet, kauft euch die von Lime Crime, weil die sind wirklich super pigmentiert. Und die Farben sind halt auch wirklich für viele Hauttöne gut geeignet. Jetzt gehe ich mit dem anderen Ton nochmal auf die gleichen Bereiche, um das Ganze nochmal ein bisschen zu intensivieren. Und verblende es dann auch wieder gleich. Jetzt nehme ich den dunkelsten Ton und versuche damit nochmal so ein bisschen Tiefe in den ganzen Look zu bringen. Fangt da mit viel Pigment in der Outer Corner an und versucht das so ein bisschen hoch in die Crease zu geben. Auch hier ist wieder wichtig, erstmal ganz, ganz wenig Pigment zu nehmen, weil es kann halt sehr, sehr schnell super hart wirken. Ich wiederhole die ganzen Farben nochmal am unteren Auge, fange wieder mit dem Flora an und nehme dann wieder den stärkeren Ton. Und in den äußeren Winkel gebe ich dann nochmal den ganz dunklen Ton. Ich finde vor allem unten ist es sehr wichtig, dass man das ganz, ganz soft verblendet, dass es nicht so super hart aussieht und man nicht irgendwie aussieht, als wenn man so Kästen unter den Augen hat. Im Endeffekt, Leute, blenden, blenden, blenden. Hier habe ich gepennt. Irgendwie hat meine Kamera nicht mehr aufgenommen. Ich habe hier Mermaid und Glass Slipper für meine Augen benutzt. Und die habe ich einfach mit dem Finger dann oben auf das Lid aufgetragen. Ist auch wirklich ganz, ganz einfach, das zu verwenden. Das hier ist mein Lieblingslippenprodukt, das ist das Too Faced Lip Oil und davon habe ich diverse Farben. Ich mag dieses Produkt so gerne, weil es einfach ein natürlicher Look ist. Es pflegt die Lippen, es riecht so hammergeil nach Peach. Jetzt nehme ich meinen Star Crush Minerals Ice Queen Highlighter und das ist das heftigste Pigment ever. Ich meine, look at it. Look at it. Mit der A13 Brush und versuche damit nochmal so ein bisschen Highlight in meine Inner Corner zu geben. Ich habe das aber auch nochmal unter meinen Augenbrauen, auf der Nase und auf den Wangenknochen verteilt, um nochmal so einen richtig krassen Pop zu geben. Hier seht ihr meine Lieblingsmascaras von teuer bis ganz, ganz günstig. Heute habe ich den I Love Extreme von Essence benutzt. Ich mag den sehr gerne, weil er wirklich super, super günstig ist, extrem schwarz ist und auch einfach die Wimpern nicht verklumpen lässt. Ich glaube, es ist sogar mit mein Liebster. Wieder im Zickzackmuster ansetzen und hochziehen.
Hier nehme ich mein Art Deco Lash Glue. Passt auf, da gibt es 2 verschiedene. Einmal für permanente Wimpern und einmal dieses hier. Und das sind meine liebsten Wimpern von Rouge & Rogue. Und zwar heißen die Slayer. Tatsächlich gibt es nicht so einen großen Unterschied zwischen Miss Fury, Slayer und Elektra. Vom Stil her. Und ich finde, die sehen einfach super fluffy aus. Sind ein bisschen kawaii. Jetzt nehme ich meine X-Ray-Palette, die magnetisch ist, von Glitter Injections. Nicht wundern, die ist fast leer. Dann nehme ich das Press Glitter Pure Goddess von Glitter Injections und trage das nochmal oben auf meine Wangenknochen auf und auf die Nase. Hihi. Cute. Um dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen sparkly, kawaii, fairy Touch zu geben. Leute, ich sage euch was, Bleach London ist definitiv unterbewertet. Die ganzen Kosmetikprodukte von denen sind hammer gut. Hier nehme ich das Hard AF Setting Spray. Und das ist der fertige Look. Danke, dass ihr dieses Video bis zum Ende durchgehalten habt. Und ich wollte euch gerne noch bitten, einmal die Daumen hoch zu geben, damit ich auch weiß, ob euch das gefallen hat. Lasst auch gerne Kommentare da und erzählt mir gerne, wie ihr euch immer täglich schminkt und wie viel Aufwand ihr so betreibt am Tag. Sagen wir mal, mein Aufwand an Schminken ist 100%. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel Prozent ihr davon betreibt. Ihr dürft auch gerne über 100 gehen, wenn ihr noch mehr macht als ich und wenn es noch länger dauert. Das würde mich einfach nur mal interessieren, wie lange ihr braucht, um euch täglich zu schminken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!